Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Clean With Me Video für euch. Gerade zum Neujahr hin kann man hier so ein bisschen Frische und Ordnung ganz gut gebrauchen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dass ich das Schlafzimmer mal gründlich sauge und putze und den Kleiderschrank aufräume. Ich mache immer als erstes die Betten, weil ich dabei ja auch sehr viel Staub erzeuge und den sauge ich ja sowieso später weg. Also macht es mehr Sinn, das gleich am Anfang zu machen, damit sich danach nicht noch mehr verteilt. Mir ist es auch immer wichtig, in den Ecken zu saugen und auch die Flächen abzusaugen, weil sich da halt auch immer sehr viel ansammelt und man später dann auch weniger Staub wischen muss. Gerade hier an dem Kopfteil, da sind auch immer besonders viele Katzenhaare und so, die sich da ansammeln, weil wir ja 2 Katzen haben. Und ja, bei den Blättern mache ich das zum Beispiel einfach so, dass ich den Staubsauger auf die niedrigste Stufe stelle und dann quasi mit wenig Saugkraft auch die Blätter von den Pflanzen absauge. Ich habe das mal so ausgetestet und das hat für mich sehr gut funktioniert. Man sollte auf jeden Fall sehr vorsichtig sein bei dem Ganzen. Man kann die Blätter natürlich auch einfach mit einem Lappen abwischen. Ich finde halt diesen Bürstenaufsatz total praktisch, weil ich damit halt auch empfindliche Oberflächen absaugen kann. Hier sauge ich jetzt erstmal grob den Kleiderschrank aus und dazu nehme ich die ganzen Schuhe erstmal nach oben und sauge dahinter. Dann nehme ich erstmal alle Sachen aus dem Schrank raus und platziere die erstmal auf dem Bett, damit ich da dann auswischen kann bzw. aussaugen kann. Das ist auch immer ganz praktisch, weil man so auf einen Blick sehen kann, was sich denn alles im Schrank befunden hat. Und dann kann man sich überlegen, ob man sich vielleicht von 1 oder 2 Sachen davon trennen möchte.
Jetzt, wo alles so schön leer und ausgeräumt ist und auch noch sauber ist, kann man sich überlegen, wie man den Kleiderschrank dann wieder einräumt. Es macht ja Sinn, nach oben die Sachen zu legen, die man nicht allzu häufig benutzt. Hier sind es zum Beispiel die Sommerdecke, Saunatücher, Strandtücher, die brauchen wir jetzt nicht gerade im Winter. Nach oben kommen auch die Duschtücher, die wechsle ich einmal in der Woche aus, beziehungsweise auch die Handtücher habe ich alles schön zusammengefaltet, sodass es auch optisch ansprechend im Schrank ist. Und nachdem die ganzen staubigen Sachen erstmal weg sind, putze ich die Fenster. Ich mache es mir da immer ganz einfach. Ich habe einen Glasreiniger von Frosch. Den fülle ich immer in diese schicke Sprühflasche um. Ich habe am liebsten möglichst wenig Putzutensilien zu Hause. Mit dem Glasreiniger mache ich eigentlich fast alles sauber, auch zum Beispiel den Toilettendeckel oder sowas. Und benutze dafür halt Küchentücher, die ich wegschmeißen kann, weil ich das irgendwie hygienischer finde, als da so wiederverwendbare Sachen zu benutzen. Natürlich wäre es nachhaltiger, wenn ich jetzt wiederverwendbare Sachen zum Putzen benutzen würde für die Fenster. Ich kann aber irgendwie dieses Hin- und Hergeschmiere von Staub am Fenster überhaupt nicht leiden und ich habe dann auch das Gefühl, dass es nicht so richtig sauber wird. Deswegen mache ich es mir einfach. Ich putze mit demselben Tuch dann auch immer noch mal die Innenseite der Fenster, also quasi das, was ganz innen drin liegt. Da ist es auch meistens sehr schmutzig, also das lohnt sich auf jeden Fall immer richtig. Es gibt nichts Schöneres, als frische Handtücher hinzuhängen und sich abends in ein frisch gemachtes Bett zu legen. Das zelebriere ich auch immer richtig. Ich poliere dann auch immer die Oberflächen und alles immer noch mal besonders gründlich, weil ich das einfach hübscher finde, wenn da keine Schmierflecken und so drauf sind. Und ja, auch der Seifenspender wird schön noch mal abgewischt. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt meine Schuhe erstmal in so Kisten verstaue und die dann einfach erstmal übereinander lege. Ich habe allgemein gar nicht so viele Schuhe und bei mir passen die wunderbar in diese Kiste rein.
Das sind halt Schuhe, die ich im Sommer trage und die ich im Winter einfach nicht brauche, also können sie auch einfach erstmal im Schrank verschwinden. Aber es hat eben alles seinen Platz. In die zweite Kiste kommen jetzt Socken und Strumpfhosen von mir. Ich finde, es ist einfach schön, wenn man auch Unterwäsche und Socken alles in einem Schrank hat, als wenn es jetzt noch im Nachtschrank oder so verteilt ist. Ich hatte nämlich meine Socken vorher immer im Nachtschrank unten und so habe ich alles an einem Ort. Diese kleinen Behälter passen ganz gut zusammengefaltet, Shorts und Leggings und solche Sachen. Ich finde es ganz praktisch, die Sachen so zusammenzulegen wie bei Marie Kondo. Das kennen sicherlich auch viele von euch. Die Sachen sehen einfach total clean und übersichtlich am Ende aus. Ich habe mir das so angewöhnt, die Sachen so zusammenzulegen und das ist für mich schon so in Fleisch und Blut übergegangen, kann ich mal so sagen. Ich finde, es sieht einfach total ästhetisch aus und die Sachen sind so richtig schön kompakt dann in den Kisten verstaut und es spricht einfach das Auge an. Marie Kondo empfiehlt auch zum Beispiel helle Sachen nach vorne zu legen. Ich halte mich da jetzt nicht unbedingt dran, ich mache das einfach so, wie das halt bei mir in den Schrank passt, aber das wäre so mein Tipp. Also wenn ihr jetzt Sachen in der Schublade zum Beispiel geordnet habt, dann sieht das ganz hübsch aus, wenn tatsächlich vorne die hellen Sachen liegen. So im Schrank ist mir das eigentlich egal. Hier habe ich jetzt zum Beispiel auch meine Unterwäsche eingeordnet, auch nach Farben sortiert natürlich. So ist einfach, ja, wie gesagt, alles an einem Ort. So sieht jetzt das Endergebnis aus. Es ist alles schön ordentlich aufgeräumt, nach Farben sortiert und einfach optisch ansprechend. Und ja, so ist das, wie ich das am liebsten mag. Ohne viel überflüssigen Kram, einfach alles clean und strukturiert. Ich finde es halt einfach schön, wenn alle Sachen, alle Accessoires und Anziehsachen an einem Ort sind. Bei mir fehlt jetzt hier nur noch die Handtasche, die wird dann später auch noch ihren Platz unten rechts finden. Diese Matratze war mir leider zu weich, die hatten wir zum Bett dazu gekauft und ich habe sie ausgetauscht mit einer härteren. Das wird dann auf jeden Fall der nächste Verkauf bei eBay Kleinanzeigen werden. Gerade jetzt zum Neujahr ist es ja vielleicht ganz sinnvoll, mal durch seine Sachen zu gehen und zu überlegen, was steht denn eigentlich nur rum und sammelt Staub und was stört mich eigentlich schon die ganze Zeit und das kann man dann endlich auch mal ausmisten. Ich habe zum Beispiel nebenbei auch noch ein paar Klamotten gefunden, die ich aussortieren wollte, weil entweder die Farbe mir nicht gefallen hat oder der Schnitt oder sonst irgendwas. Das ist halt immer eine ganz gute Gelegenheit, das dann auch gleichzeitig zu machen. Man kann die Sachen einfach spenden oder man geht zum Beispiel auf die Zalando Circle App und verkauft die da und dann kann man sich ein Zalando-Guthaben ausstellen lassen. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, die Sachen einfach in die Altkleidersammlung zu geben, weil dieser Markt ist einfach total übervoll. Ich habe da so viele Dokumentationen drüber gesehen,
dass die Klamotten letztendlich wahrscheinlich verbrannt werden, weil die meisten sowieso keine gute Qualität haben und als normale Kleidung auch woanders nicht mehr erwünscht sind. Das ist halt das Problem mit Fast Fashion und deswegen bin ich halt ein großer Fan von Secondhand. Also macht es nach Möglichkeit so, dass ihr die Sachen entweder spendet an Verkauf oder wie auch immer, was für soziale Kaufhäuser bei euch in der Nähe sind, oder die einfach online zu verkaufen. Am allereinfachsten ist es natürlich, die Sachen einfach jemandem zu schenken. Wenn man jetzt jemanden in der Nähe hat, dem die passen und zufällig auch gefallen, dann ist das ja für alle eine Win-Win-Situation. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir ein Like dalasst. Es folgen auf jeden Fall noch weitere Inhalte zum Thema Minimalismus, Ausmisten, Ordnung halten etc. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss!